Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur 12. Folge Gestrandet Last Exit Mallorca. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir es in Gestrandet Last Exit Sahara umbenennen, aufgrund der aktuellen Temperaturen und vor allem, wie sich das wirklich so anfühlt. Aber bevor wir wieder mit dem Wetter ausschweifen, würde ich einfach mal Jens fragen, warum hast du deine Lederhosen nicht an? Oh ja, stimmt. Ich hätte Lederhose anziehen sollen, weil wir wollen ja noch wohin. Aber ich habe die Badehose an, weil wir hier sind ja im Siebener Park am Brunnen. Ich habe die Hunde gebadet und da ist die Badehose besser als die Lederhose. Grüße Lederhose, an der Stelle an die Niederbayern. Und da fällt mir auch ein, hat er nicht die Lederhose oder die Badehose in Lederhosenoptik dann an dem Tag mitgenommen? Hätte er doch die besser dagelassen, ne? stimmt. Also mir Spaß. persönlich gefällt die andere Lederhose besser. Ich freue mich schon, wenn hier Oktoberfest ist. ähm, Nee, wir wollen ja jetzt gleich noch rüber nach Bayern. Ja klar, wir haben jetzt in Niederbayern habe ich ja die Hose bekommen und da wir jetzt hier nach München gehen, ins Müncher Kindl und treffen uns mit Gerlinde. Wäre das ja richtig passend gewesen. Ja, ich sag erstmal, schon wieder ganz voll vergessen, Moin an euch. Ja, bei der Hitze, das ist. Das ist korrekt. Auch ich freue mich und bedanke mich an dieser Stelle schon mal. Für alle, die Gerlinde Weininger noch nicht kennen, können jetzt zumindest mal den Namen googeln. Und für alle, die sich das Googlen sparen wollen, Gerlinde kennt man auch aus verschiedensten TV-Produktionen. Unter anderem war sie auch an der etwas größer angelegten RTL-Doku im, ich glaube, vergangenen Jahr vertreten und auch da dabei und hat schon einiges über ihre lange Zeit an der Playa erzählt. Bei dem Spotify-Podcast The Real Bierkönig war sie auch dabei, weil auch den echten Bierkönig kannte Gerlinde noch. Sie ist tatsächlich ein Gesicht der ersten Stunde. Aber apropos, woher kennst du denn Gerlinde eigentlich, Jens? Ja, die Gerlinde, die habe ich über die Zeit kennengelernt. Die hat ja hier mehrere Restaurants gehabt, das München Kindl. Da gab es ja damals, glaube ich, 4 oder 5 Stück von ihr. Mittlerweile hat sie nur das München Kindl direkt am Ballermann 7, wo wir sind, gegenüber von der Kirche. Und die Strandbar München Kindl. Ja, ich habe sie kennengelernt halt als Chefin schon vor 10, 11 Jahren. Da bin ich noch früher ins alte München Kindl 1, das war neben der Schinkenstraße. Da sind wir am Wochenende mit dem Uwe und anderen Bekannten von uns, sind wir eigentlich, die Fußballfans, ich bin kein Fußballfan, aber es war immer lustig, es war halt so ein Brauch, Stammtischmäßig, sind halt 3, 4, 5 Leute von uns zusammen dort. Wir haben uns meistens dann Sonntagnachmittags getroffen und sind dann zum Topspiel gegangen und uns hat mal was gegönnt. Weißt? Wir haben die ganze Woche lang gespart, um am Wochenende schön was zu essen. Und da sind wir halt ins München Kindl, weil da wurden ja solche Leute wie wir dann auch akzeptiert. Ich meine, man sieht halt nicht ganz so ordentlich aus und alles, man hat einen Bart und man kennt ja die Blicke, aber da sind wir halt immer jeden Sonntag hin, die haben sich gefreut. Wir waren ja ordentlich freundlich, haben unser Fußball geguckt, haben unser Sonntagsessen im Prinzip uns gegönnt. Das war bei uns irgendwie so Brauch, was man unter Woche arbeitet und Sonntag macht man gemütlichen. Da haben wir uns auch im Park getroffen, wo wir jetzt gerade sitzen und sind da halt zum Sonntagsessen. Das hat man sich da halt so gegönnt. Ja, das machen tatsächlich auch ganz viele Freunde von mir so, die das auch als so, ja, ich nenne es mal, wie du es genannt hast, einen kleinen Stammtisch draus gemacht haben, dass man sich da einfach zum Fußballspiel, Topspiel oder zum Spiel des eigenen Vereins verabredet und dann ja ein, zwei Bierchen trinkt und natürlich auch was isst. Weil dort gibt es, wie man vielleicht auch an dem Namen schon erahnen kann, auch sowas wie ein Wiener Schnitzel und eine gute Haxe, ja. Ja, das ist auch mal lecker. Also wir leben jetzt auf Mallorca und ja, weißt du, wenn man hier länger lebt und halt immer seine Bugatillos isst und das Spanische, dann freut man sich halt, so seinen sonntaglichen Stammtisch zu haben und dann isst man halt seinen Sauerbraten und seine Rouladen. Auch mal ein gutes Schnitzel, genau, Ich ja. meine, ich lebe Kenne ja ich. hier und ich kriege oft genug spanisches Essen. Ähm,
Deswegen ist es im Prinzip mal eine Abwechslung. Wollte ich gerade sagen, ja. Ich wollte gerade sagen, für uns ist die Abwechslung das deutsche Essen dann, wenn man hier halt einfach die meiste Zeit oder die ganze Zeit auf der Insel ist. Absolut. Interessant auf jeden Fall dann auch mal zu hören, wieso dein erster Kontakt war. Auch das Münchner Kindl gibt es, glaube ich, da unten, also in der Nähe von der Schinkenstraße, schon ein bisschen länger nicht mehr. Welches ich auch noch kenne. Ich glaube, das ist dann während Corona auch geschlossen worden. War das Münchner Kindl Höhe Ballermann 12, glaube ich. Oder 11, wenn ich da jetzt nicht falsch liege. Auch eigentlich in der ersten Reihe, wo man einen schönen Meerblick hatte. Ja, da war auch noch wunderschönes Münchenkindl. Daran erinnere ich mich noch. Da hatte ich früher meinen Wohnwagen oben, direkt hier auch beim Ballermann 12, ich hatte meinen Wohnwagen gekauft für eine Dose Bier und einen Euro. Ah, den Der Cliffhanger konnte hatten wir nicht mehr schon, ja. fahren. Der stand oben beim Mercadona auf der Höhe von Ballermann 12. Und da habe ich direkt dort gegenüber habe ich meine Sandfiguren gebaut. Bin ich immer auf nur hoch und runter gelaufen. Ja, ich gehe immer den Weg des geringsten Widerstands. Warum soll ich 10 Kilometer laufen, wenn es da auch lustig ist? Und Ähm, man auch gut essen kann, ja. und da war es echt gut. Da bin ich eigentlich fast jeden Nachmittag dort zum Essen gegangen, weil es für günstig Geld gutes Essen gab. Und ich habe alleine gearbeitet mit meinen Sandfiguren und ich habe damals echt noch gutes Geld verdient. Das ist so ungefähr 8 Jahre her. Okay, ja. Wird noch wahrscheinlich in meine Historie kommen, kommt auf jeden Fall in meine Historie. Wegen dem Wohnwagen muss ja kommen. Stimmt. Da habe ich einige Geschichten zu erzählen. Da habe ich sogar eine Freundin gekriegt. Oha, so viele Ja. Cliffhanger auf einmal. Also das dauert aber noch Ewigkeiten, bis das kommt. Das war richtig super. Aber ich muss auch sagen, ich esse ja, gut, Wiener Schnitzel jetzt nicht unbedingt, das ist auch cool. Aber ich esse dann lieber einen Sauerbraten oder eine Roulade. Weil sowas, ein Wiener Schnitzel kann ich mir selber in die Pfanne hauen. Aber eine Roulade dann hier zu schmoren und so, das ist halt viel Zeit, viel Aufwand. Oder einen Sauerbraten zu machen. Und den mache ich mir nicht. Also ein Schnitzel, okay, kaufe ich mir fertig hier beim Supermarkt. Oder hole mir ein Stück Fleisch, paniere das, haus in die Pfanne, fertig. Aber jetzt eine Roulade, das Fleisch klopfen, marinieren, das Zeug reinpacken hier, reinrollen, dann in den Ofen schieben oder erst anbraten, Ofen schieben. Ich muss jetzt kein Kochbuch machen. Ja, Das ist halt aber viel Aufwand Prozedere, klar. und den mache ich für mich alleine nicht. Also mittags, oh, ich habe Bock auf Rouladen, dann gehe ich nicht einkaufen und koche mir, sondern gehe ich in ein Lokal und wenn es da gut schmeckt und Preis-Leistung stimmt, respektiere ich das vollkommen. Also Es lohnt sich auch einfach nicht für 2 Rouladen anzufangen. Ne? klar. Da muss man immer mehr machen, sagt die Oma, Ja, und dann einfrieren. Und habe ich ja leider die Möglichkeit ich nicht. sag's, ich Wäre verstehe es, jetzt ja. Winter, dann könnte ich ja sowas machen, dann kann ich es 2, 3 Tage stehen lassen, aber jetzt im Sommer, Kannst du vergessen, nach ja. ein paar Stunden schlägt die Soße um und dann ist es vorbei. Auch schon mal ein ganz kleiner Cliffhanger wieder für diese Folge sogar noch. Bratensoße. Aber nicht jetzt. Und die Preise waren damals wahrscheinlich auch noch andere. Hatten wir ja bezüglich verschiedensten Themen mit Bier und so weiter auch. Aber heute muss man ganz ehrlich sagen, sind die ja auch noch super human. Gerade speziell bei Münchner Kindl. Von daher nachvollziehbar und ich glaube immer eine gute Entscheidung. Und auch ein kleiner Pflichtbesuch für die Malle-Profis. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Preise haben sich in den letzten Jahren beim Münchner Kindl nicht wirklich verändert. Klar, vielleicht ist es jetzt 50 oder 80 Cent teurer geworden, aber im Großen und Ganzen es fällt nicht großartig auf, weil die anderen Preise, wenn ich überlege, Bier beim Supermarkt, das hat sich viel, viel mehr erhöht. Ich zahle ja eh mein Trinkgeld dazu. Ob ich jetzt 8,60 € dann auf 10 Euro aufrunde oder 9,20 € auf 10 Euro aufrunde, ist so gesehen egal. Ja, Stimmt dir beim guten dazu, ja. Service gebe ich gutes Trinkgeld. Vielleicht gebe ich dann sogar noch mehr Trinkgeld. Ich wollte gerade falls sagen, teurer dann ist. musst du aber auf 11. Ach, jetzt, die Kellner vom Münchner Kindl haben bestimmt große Ohren gekriegt jetzt. Nee, Spaß beiseite. Die Preise sind auch heute noch genau, ich glaube, die du genannt hast, sind auch wirklich, das kommt hin. Also man kriegt da einen Schnitzel, glaube ich, unter 10 Euro, oder? Ja, auf Ja, jeden Fall. ich Du bin kannst gerade auch nicht auf dem. unter 10 Euro, sag mal, für 10 Euro kriegst du eine große Portion zu essen und was zu trinken. Ohne Probleme. Preis-Leistung ist perfekt und die Gerlinde ist ja auch seit Jahren hier und die macht das ja auch, weil es ihr Spaß macht und nicht um reich zu werden, sondern einfach, die mag
was Gutes bieten und Ist einfach eine Gastronomin durch und auch jeden Tag, glaube ich, im Laden, so wie ich das mitbekommen habe, auf jeden Fall sehr oft vor Ort. Und ja, lebt es auch einfach, ne? ja, sie lebt hier seit Ewigkeiten und ich glaube, sie liebt die Insel und ist froh, wenn die Leute glücklich und froh sind, weil es gibt Schöneres wie glückliche Kunden, glückliche Menschen. Mir geht es ja genauso. Ich laufe durch die Gegend und mache Menschen glücklich. Ja, Sie hat ihren Laden und macht Menschen wenn glücklich. du Menschen Was gibt's satt machst, Besseres genau, wie was Gutes zu essen? dann sind die Menschen immer glücklich, da hast du Und recht. gutes Entertainment, weil sie hat ja auch ihre MK-Arena, die sie jetzt aufgemacht hat. Da wäre ich jetzt auch noch gerne drauf gekommen, wobei ab und an im Münchner Kindl ja auch zumindest mal ein DJ vor Ort ist und ist nicht ausschließlich ein reines Restaurant, sondern man kann da wirklich auch gerade am Abend mal hingehen und dann hat man da auch ein bisschen lautere Musik, genau, und kann ein bisschen schunkeln und tanzen. Und ja, wie gesagt, Fußball hast du ja auch schon erwähnt. Und wie lange Gerlinde hier ist, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie daran gleich nicht vorbeikommt, das zu beantworten. Ja, und da ich eben auch die Bratensoße angeschnitten habe, vielleicht möchtest du da noch einen Satz dazu sagen, weil das haben wir im Podcast ja auch schon erwähnt, dass das deine Wünsche sind, wenn du gefragt wirst. Ja, das sind auch gute Bekannte von mir, die kommen auch 2, 3, 4 Mal im Jahr nach Mallorca. Er ist Spanier, sie ist Deutsche und ja, die bringen mir wie immer hier lecker Maggi. Da freust du dich, wenn ich dann Ich hab's koche. gesehen, ja. Und Bratensoße und Leckerlis für meine Hunde mit. Haben auch ein paar Frikadellen und Seidewürstle mitgebracht. Ja, ist mal wieder super. Also ich bin. Oh, und deutschen Senf. Ich bin wieder so glücklich. Für 2 Tage zu essen und für die Hunde Leckerlis und Bratensoße für den Winter. Weil jetzt ist es zu warm, um einen Braten ins Rohr zu stecken. Das Wortspiel lasse ich jetzt mal so stehen. Aber ich wollte auch gerade sagen, so viel Bratensoße wie du hast und auch der Senf sollte länger wie 2 Tage halten. Aber ich weiß ja, was du gemeint hast. So, und dann würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt mal auch auf den Weg dahin und gönne mir zumindest ich mal einen Kaffee. Also ich glaube, ich trinke lieber ein Bier und esse ein Mettbrötchen. Aber ja, jeder wie er möchte. Das Mettbrötchen schaue ich mir vielleicht ab. Aber ich würde sagen, auf geht's. Mettbrötchen und Kaffee. Das wird lustig auf der Toilette. Meine Oma kann ich auch da nur wieder zitieren und sie sagt, ich habe einen Magen aus Stahl und der verträgt Zähne. So, und heute haben wir dann auch einen Gast bei uns zu Besuch. Es ist Gerlinde Weininger vom Münchner Kindl. Ich freue mich sehr. Sie hat einen gewissen, ich würde es tatsächlich so beschreiben, einen gewissen Legendenstatus, weil sie einfach schon so lange auch an der Playa ist. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und würde Sie einfach mal bitten, sich kurz vorzustellen. Und hallo auch Gerlinde. Ja, ich heiße Gerlinde Weininger, bin Ballermann-Wirtin hier an der Playa de Palma seit 35 Jahren. Das ist eine sehr lange Zeit und ich habe es schon erwähnt, du betreibst das Münchner Kindl auch direkt ja, am Strand, Höhe Ballermann 7. Ja, also wir haben verschiedene Location betrieben. Sind wir an der Weißen Kirche, da ist unser Hauptdomizil. Wir betreiben auch eine Nachtdiskothek, die MK-Arena in der Bierstraße. Und wir haben uns auch so in den ganzen Jahren irgendwo auch immer wieder ein bisschen verändert, hatten auch mal 5 Münchner Kindl an der Playa. Das war allerdings noch vor der Pandemie. Und du hast ja schon bereits erwähnt, dass du schon seit 35 Jahren hier auf der Insel bist. Kennst also auch noch die Zeiten, wie das alles etwas anders hier war und vielleicht ein bisschen ja, weniger reguliert. Magst du denn dazu auch vielleicht mal was sagen? Ja, also ich würde halt sagen, dass sich in der Zeit hat sich jetzt nicht so viel verändert eigentlich. Es war schon immer, dass hier getrunken wurde. Hier hat noch nie einer ins Glas gespuckt. Die Zustände waren ja teilweise, finde ich, noch irgendwo schlimmer, weil als der Alkohol einfach noch billig war und die Touristen anscheinend sich doch noch einiges mehr erlauben konnten
finden wie jetzt heutzutage. Das ist auch mal sehr interessant zu hören, weil ich sag mal, der Ton, der immer durchscheint, ist ja wirklich so, dass das alles immer extremer und schlimmer wird. Und wir zufälligerweise auch in unserer letzten Podcast-Folge darüber gesprochen haben, weil Jens auch sagte, allgemein findet er, dass es etwas ruhiger geworden ist und auch speziell aktuell in der eigentlichen Hochsaison ist es tatsächlich ein bisschen ruhiger. Jens hat das Beispiel gebracht, dass er ohne Probleme mit seinen Hunden durch eine Schinkenstraße laufen kann. Und das wäre normalerweise in den Sommermonaten nicht möglich. Kannst du das denn als Gastronomin, ja auch mit ein bisschen Erfahrung über diese lange Zeit, bestätigen, dass es auch tatsächlich vom Besucherandrang ja nicht unbedingt mehr geworden ist? Also heutzutage, glaube ich, ist es eher so, dass bestimmte Ausfälle nur noch von bestimmten Leuten stattfinden, die sehr gering in der Anzahl sind. Ich denke, das ist noch nicht mal 1% von allen Besuchern, die sich daneben benehmen. Aber das ist halt dann leider auch diese Leute, die uns die uns das schlechte Image quasi zurücklassen. Ja, bescheren und tatsächlich den Ruf auch so ein bisschen dann, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mit runterziehen, weil nun mal ganz oft in der Berichterstattung darauf dann der Fokus liegt und nicht auf den vielen, ja, tatsächlich tausenden Menschen, die eigentlich auch jeden Abend dann friedlich nebeneinander und zusammen hier an der Playa feiern. Das sind wirklich ja die Ausnahmen, die da über die Stränge schlagen. Ansonsten, weil du das jetzt kurz erwähnt hast, die MK-Arena, würdest du das den Leuten, für die es nicht kennen, noch mal kurz vorstellen? Das kann man sich dann doch schon eher so wie eine Diskothek vorstellen und ist noch mal was anderes als das Münchner Kindl, was ja eher so ein Restaurant ist, wo man auch schön und gut essen kann und auch Fußball dabei schauen kann. Das mal am Rande. Münchner Kindl Arena heißt ja, glaube ich, die Langversion, ist dann doch eher für den Abend geeignet, oder? Ja, das ist jetzt in der Bierstraße, ist eine Kellerdisco mit Diskothekenlizenz. Dort machen wir auch Karaoke und natürlich auch noch den einen oder anderen Live-Auftritt. Und es ist eher eine Location, wo man so ein bisschen in familiärer Atmosphäre gut feiern kann. Es ist sehr gut isoliert, lautstärkentechnisch. Also man kann, wenn man möchte, auch länger bleiben bis in die frühen Morgenstunden. Und feiern und die Nacht genießen, ja. Ja, also es ist wirklich sehr angenehm. Und da ist ja auch öfter mal unser Jens zu Besuch, den wir jetzt eigentlich auch schon einige Jahre kennen, hier an der Playa. Und er gehört irgendwie zu dem Gesamtbild, würde ich sagen, an der Playa de Palma und ist irgendwo auch ein Teil des, wenn man das mit einem Puzzle vergleicht oder so. Schöner Vergleich und auch ein perfekter Übergang. Du machst mir das Leben einfach. Ich hätte nämlich tatsächlich jetzt dann auch gefragt, vielleicht magst du ja mal was sagen, wie euer erster Kontakt, falls du da irgendeine Anekdote im Sinn hast, was wahrscheinlich ja auch ein paar Jahre schon zurückliegt, ja. Also das ist jetzt, glaube ich, schon einige Jahre her. Also damals, ich habe, glaube ich, den Jens das erste Mal gesehen und habe dann eher auf die Hunde geguckt. Und da saß er auf der steinernen Bank mit 2 kleinen Hunden und war von Touristen umringt. Und das Erste, was man dann denkt, ja, oh Gott, die armen Hunde. Und später ist es halt dann so, wenn man Jens kennt, dann weiß man ganz genau, den Hunden geht es gut, denen geht sogar sehr gut. Er kümmert sich liebevoll um seine Tiere und er würde wahrscheinlich selber nichts essen und das aber um genügend Futter für seine Hunde zu haben. Und ja, das ist halt so, so ist er halt. Du bringst es auf den Punkt und ist natürlich auch mal schön zu hören, wenn andere Leute auch dieses Bild vertreten, weil in einem Podcast hier bei uns ist das natürlich immer etwas einseitig, wenn ich dieses Bild vermittle oder solche Geschichten erzähle.
Ich sehe das absolut genauso. Das sind auch die Erfahrungen, die ich mit Jens mache. Und auch da haben wir schon wieder einen Übergang letztendlich auch zu dir, was ich mal positiv erwähnen möchte. Denn das hat der Jens unabhängig von dem Besuch heute bei dir auch schon mehrfach erwähnt. Oder auch mir als Negativbeispiel oder Erfahrung erzählt, dass natürlich ja, ein Obdachloser und auch noch mit mehreren Hunden nicht überall willkommen ist, auch wenn der nichts geschenkt haben möchte, sondern auch für sein Bier bezahlt. Das finde ich sehr schön und auch absolut erwähnenswert, dass er bei dir in deinen Lokalitäten sehr willkommen ist. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da sonst noch sagen soll, weil ich finde, das macht einen sehr großen Unterschied. Und ja, wie du schon erwähnt hast, Jens singt auch sehr gern Karaoke und den Spaß, den er auch da hat, das ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Und schön, dass man die Möglichkeit halt dazu hat oder du ihm die auch dazu gibst. Das wollte ich einfach mal erwähnen. Ja, man ist natürlich, viele Leute sind natürlich skeptisch, wenn sie jetzt einen Obdachlosen sehen überhaupt. Aber ich denke halt, solange sich jeder Gast benimmt, egal aus welcher sozialen Schicht er kommt, dann ist er bei uns einfach willkommen. Finde ich eine absolut klasse Einstellung und würde ich gerne mal den Leuten da draußen auch mal so als kleiner Denkanstoß mitgeben. Vielleicht kann man sich davon ja was abschauen. Der pflegt sich ja auch und kommt auch trotz obdachlos und trotz, dass er wahrscheinlich kein fließendes Wasser hat, immer noch sauber daher mit sauberer Kleidung und so weiter. Und das ist halt dann schon auch angenehm, weil ich denke halt unter den Obdachlosen ist es genau wie in anderen, wie soll man sagen, Berufssparten oder sonst wo, da gibt es halt auch immer solche und solche. Gibt es auch Unterschiede und tatsächlich haben wir das auch bei unseren Kommentaren schon gesehen, dass das die Leute auch schon nur durchs Hören festgestellt haben. Es gibt auch da ja, Klassen, sagen wir es mal. Ne? Also wirkliche Unterschiede, ob man auch die Möglichkeit hat, überhaupt wie bei Jens, sich mit der Zeit sowas aufzubauen und oder ähnliches. Und noch ganz kurz zurück zur Körperhygiene. Auch da ist Jens so fair, dass er das differenziert und sagt, manche verspielen sich auch damit einfach den Standpunkt oder gewisse Möglichkeiten, weil sie ja das halt nicht so machen, ne? Oder dann halt ungeduscht in Lokalitäten die Toilette benutzen wollen. Und natürlich kann man da dann auch irgendwo die Gastronomen verstehen, wenn man da 2, 3 Mal darauf hinweist, dass es dann irgendwann auch schwierig ist, ne, auf die Gäste bezogen. Ja, da gibt es auch unangenehme Zeitgenossen, die vielleicht auch aufdringlich sind und dann plötzlich von Tisch zu Tisch laufen und die Leute so penetrant anbetteln und so. Und das haben wir halt auch nicht, das wird dann nicht so gerne gesehen. Da habe ich dann auch kein Verständnis dafür. Also man sollte dann trotzdem irgendwo vielleicht noch ein bestimmtes Niveau beibehalten. Und ja, und es kommt halt auch darauf an, Jens ist jetzt auch ein ehrlicher Mensch, weil keiner braucht hier irgendwas vorspielen an der Playa oder sich selbst in die eigene Tasche lügen. Während der Pandemie ist uns natürlich allen bewusst geworden, dass wir im Endeffekt der Gefahr ausgesetzt sind, dass jeder vielleicht in eine Misslage geraten kann und vielleicht selbst zum Obdachlosen werden kann. Weil da brauchen nur bestimmte Umstände im Leben stattfinden, wie vielleicht eine Depression oder erhöhter Alkoholkonsum über längere Zeit oder irgendwie keine Eltern mehr, die einen auffangen können oder so. Und dann, man kann keine Miete mehr bezahlen oder so. Und es kann im Endeffekt jedem passieren, dass er selbst mal auf der Straße landet. Absolut, es geht oder kann schneller gehen, als man denkt. Da möchte ich euch auch schon mal eine kleine Preview geben, ein paar Monate im Voraus. Für Weihnachten haben wir eine ganz tolle Geschichte. Merkt euch schon mal, Kalle, so nannten ihn alle.
Aber absolut, da kann ich dir nur zustimmen und letztendlich ist das auch ein ganz wichtiger Grund oder Hauptbestandteil, warum wir den Podcast machen. Nicht nur, um die Leute ein bisschen von dem Schubladendenken wegzubringen, sondern auch um zu zeigen, dass es oftmals schneller gehen kann, als man denkt oder sich manchmal in den kühnsten Träumen ausmalen möchte. Wie wir schon gesagt oder auch du, haben Schicksalsschläge, Depressionen, egal welche Gründe es da gibt, dass man mal kurzzeitig aus der Bahn geworfen wird, wenn man dann nicht dann jemand hat, der einen zurück in die Bahn schubst oder noch mal ein bisschen hilft, dann kann das tatsächlich schon mal auch eine Hürde sein, einfach hier alle Dokumente zusammenzukriegen, um wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Also da kann das alles ja schon viel früher anfangen, dass wenn man manchmal dann auf so einem Weg ist, der vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung geht, dass das Ganze dann etwas schneller geht, als man denkt. Finde ich daher super, dass du das ansprichst und auch da letztendlich ein bisschen sensibilisierst die Leute zu Hause, wobei ich das Gefühl habe, das Thema wird auch immer größer und wird auch immer mehr Leuten bewusst, speziell nach so einer Krise, nach Corona, dass man sieht, wie schnell es da gehen kann. Auf der Straße leben ist natürlich mit Sicherheit nicht einfach. Also wir haben zwar vielleicht einfacher wie in Deutschland, weil es doch mehr Sonnentage gibt hier, aber hier das Wetter, Regen, Sturm können aber auch ganz schön ungemütlich werden auf der Insel. So sind wir in unserem Podcast gestartet. Da haben wir auch für die erste Folge unser Konzept umgeschmissen. Auf unserer Instagram-Seite findet man auch noch Fotos davon, als es dann mal, eigentlich war es schon so ein Sommerregen, mal kurz geschüttet hat und Jens dann auch bis zu den Knöcheln bei sich zu Hause im Wasser steht und die Flipflops am Rumschwimmen sind. Also das geht tatsächlich auch hier schnell und damit muss man dann auch rechnen. Also Friede, Freude, Eierkuchen ist natürlich nichts, aber auch Jens stimmt ja an dieser Stelle zu und ich denke auch Uwe würde das tun, deswegen oder bezüglich des Wetters, das hier größtenteils dann doch schon ein bisschen einfacher und angenehmer ist als in Deutschland. Ja, absolut richtig. Ja, man bewundert natürlich eigentlich Jens oder auch andere Obdachlose, so wie Uwe, wie sie so den Alltag hier meistern. Bei Jens hat man jetzt das Gefühl, also manchmal würde er oder man würde sich wünschen, dass er vielleicht mal wieder ein ganz normales Leben hätte, also dass er irgendwo einen festen Job und mit allem drum und dran und sich dann auch ganz normal mit Wohnung und irgendwann vielleicht eine Rente oder sowas erhalten würde. Ähm, Das würde man sich schon wünschen, aber auf der anderen Seite denkt man, also er genießt vielleicht doch, dass er vielleicht der Tag eigentlich ihm gehört und dass er einfach jede Zeit der Welt hat, um sich um seine Hunde zu kümmern und so weiter. Da kann ich ergänzen oder reingrätschen und in dem Fall das Mallorca-Magazin zitieren, die Überschrift für einen Artikel über uns so gewählt haben: Obdachloser, Fragezeichen, Überlebenskünstler, Ausrufezeichen. Und das fand ich schon mal sehr schön getitelt, weil das ist auch die Erfahrung, die ich mit, kann ich sagen, den Jungs gemacht habe, dass die auch eigentlich täglich Hürden meistern, wo man sich dann, so wie sie es meistern und sich einfach dessen annehmen und rangehen, nur eine Scheibe davon abschneiden kann. Also da stimme ich dir zu und ich habe auch schon ganz oft gesagt, dass ich mache mit Jens ja jetzt auch schon ein bisschen länger den Podcast. Er ist immer zur Stelle, wenn wir was abgemacht haben. Also er ist absolut zuverlässig und ich kenne da ganz andere Leute, vielleicht mich manchmal eingeschlossen. Ich habe da auch die spanische Pünktlichkeit schon adaptiert und bin eher 10 Minuten nach der Zeit. Aber das ist, wie du sagst, beeindruckend, um ehrlich zu sein. So, Jens meistert auf jeden Fall seinen Alltag. Und ich muss echt sagen, er hat immer genügend Geld, damit er er bezahlt immer seine Sachen bei uns im Lokal, ob das Getränke sind oder Essen auch. Obwohl ich ihm natürlich auch anbieten würde, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, dass er bei uns auf jeden Fall freies Essen bekommen würde. Also, aber ich glaube, da ist er auch ein bisschen stolz und würde das gar nicht so wollen.
kann ich dir auch wieder nur zustimmen. Wenn es mal hart auf hart käme und es wirklich nötig wäre, würde er wahrscheinlich sehr gerne darauf zurückkommen, weil es nun mal nicht anders geht. Aber ansonsten, das sind auch Punkte, wo ich sage, da könnten sich einige eine Scheibe davon abschneiden, weil ja, sie sich bei der Ehre gepackt fühlen, wenn sie nicht bezahlen würden und sich auch nicht gut vorkommen würden, wenn sie sich da immer einladen lassen würden. Und wenn ich hole, wie wir jetzt hierher gekommen sind, auch weil du eben angesprochen hast, das offensive Betteln, nennen wir es einfach mal so, und Leute auch ansprechen. Es war jetzt hier sogar also umgekehrt. Wir haben uns an den Tisch gesetzt und dann hatte ein Kunde von dir hier, hatte den Jens erkannt wegen dem Zeitungsartikel von der Stuttgarter Zeitung und hat ihn angesprochen, hey, du bist doch der aus der Zeitung. Und das ist natürlich für mich jetzt in dem Fall, weil ich den Podcast mit Jens aufnehme, auch nicht nur schön mal zu sehen, sondern auch wirklich spannend, ja, dass wir dann in dem Fall jetzt wirklich als Gäste und weil wir mit dir verabredet sind und waren, uns hierher gesetzt haben und ja, Jens dann angesprochen wird wegen dem Artikel und auf dem Podcast. Also das sind alles so Sachen, die man halt mal erzählen und schildern muss, weil wenn man das nicht mitbekommt, würde man sich das mit Sicherheit auch so nicht vorstellen, denke ich mal. Ja, man denkt dann natürlich schon, wie geht es weiter in der Zukunft? Also, oder was würde, aber ich glaube, da brauchen wir uns jetzt, ich glaube, es ist auch vielleicht besser, wenn man lebt einfach in der Gegenwart und macht sich dann irgendwie auch keine Sorgen um morgen, wie es weitergeht. Auch in einem Zeitungsartikel wurde ich zitiert, und das habe ich auch genauso in dem Telefoninterview gesagt, dass ich selten so viel lächle und zu schmunzeln habe, wie wenn ich den Podcast mit den Jungs aufnehme, weil das einfach auch eine ganz angenehme, ja, wie soll ich sagen, Situation ist. Ne? Das ist hier, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, hier muss sich keiner in die Tasche lügen. Hier geht es auch nicht drum, was für eine Marke man irgendwo draufstehen hat. Hier geht es auch nicht drum, wer man ist oder was man tut. Ja. Zumindest nicht in diesem Moment. Ja? Und das finde ich eigentlich ein Punkt, der auch allgemein da draußen ein bisschen selten heutzutage zur Geltung kommt, dass man seine Werte vielleicht oder Wertebeurteilung noch mal ein bisschen überdenkt und vielleicht auf andere Sachen da einfach ein bisschen mehr Wert legt. Ja, ansonsten habe ich dir ja jetzt schon sehr viel deiner Zeit gestohlen am Wochenende, wo man natürlich als Gastronom auch alles andere als freie Zeit hat. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich, dass du uns mal so ein bisschen geschildert hast, wie, ja, woher du auch Jens kennst, wie du das so siehst und vor allem uns auch mal so ein bisschen dich vorgestellt hast und was du hier so machst. Ihr werdet auch in der Folgenbeschreibung die Links finden zur MK Arena und zum Münchner Kindl. Also für alle, die das nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen kann, schaut doch gerne mal rein. Ansonsten würde es mich auch in der Zukunft sehr freuen, Gerlinde, wenn wir irgendwann nochmal Zeit finden, uns nochmal zusammenzusetzen. Vielleicht gerne dann auch mal noch ein bisschen mehr auf die Entwicklung und Geschichte der Playa eingehen. Denn ich finde, da gibt es sehr wenig Leute und du bist nun mal eine davon, die da als, ja, ich nenne es mal Zeitzeugen, das alles sehr schön erzählen kann und uns mal ein bisschen einen Einblick gewähren kann und vor allem das super sympathisch und angenehm rüberbringt, das auch mal dazu. Dementsprechend bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, würde mich an dieser Stelle auch von dir verabschieden. Wie das bei uns so üblich ist, überlasse ich dir das letzte Wort und ja, blicke in die Zukunft und sag mal auf bald. Also ich würde dann vielleicht einfach nur sagen, also die Leute sollen es einfach mal auch überdenken. Also Obdachlose sind keine Aussätzigen und solange sich die Leute friedlich sind und benehmen und alles, sind sie durchaus akzeptabel in der Gesellschaft. Schönes Schlusswort. Auch in dieser Folge machen wir bei Jens Rückblick weiter, was ja auch schon ein fester Bestandteil mittlerweile ist. Wir sind immer noch in der Weihnachtszeit in Palma, die auch immer noch und wie jedes Jahr wunderschön ist. Und an dieser Stelle würde ich auch dann einfach an Jens übergeben und ihn bitten, dort weiter zu erzählen. So, dann Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Bei 36 Grad hocke ich hier
August auf Mallorca. Nein, ich höre jetzt mal auf. Ja, boah, damals war es doch schön kühl. Ich wollte mich nur ein bisschen in Stimmung bringen. Ja, nee, Weihnachten haben wir ja schon rum. Das war jetzt die Weihnachtszeit und Weihnachten wird hier ganz anders gefeiert und länger. Am 24. ist ja eigentlich nur die Geburt Jesus Christi und das richtige Weihnachten, die Bescherung ist am 6. Januar und deswegen wartet man noch bis zum 6. Januar. Dann ist erst das richtige Weihnachten hier in Spanien und deswegen feiert man einfach Weihnachten weiter und wir haben weiter unsere Seifenblasen gemacht und mit der Weihnachtsmannmütze, die man irgendwo gefunden hat, aufgesetzt und war lustig und schöne Zeiten. Und da haben wir auch einen kennengelernt, das war, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich wollte schon wieder fast abschweifen. Ja, da kam dann einer auf uns zu, der uns halt gesehen hat, mit den Seifenblasen machen und spricht uns erst auf Spanisch an und kriegt dann mit, es sind Deutsche und dann spricht er Deutsch mit uns und seine Mutter kam aus Chile und er hatte, glaube ich, einen deutschen oder einen Schweizer Pass, ist ja auch relativ egal. Und hat fürs Theater gearbeitet, hat es toll gefunden. Wir haben uns mit ihm unterhalten und war lustig und sind mal ein bisschen um die Häuser gezogen. Er hat zu der Zeit, weil Palma ist ja eine Kulturstadt, die haben ja auch viele Studenten hier, hatten die irgendwie, er hat zu der Zeit gearbeitet, jetzt wird es richtig kompliziert, dass ich mich richtig dran erinnere. Aber wir waren mit der Theatergruppe hier und die hatten irgendwo einen kleinen Auftritt in, so, du kennst ja diese Underground-Läden, wo du eine kleine Bühne hast, auf den kleinen Bühnen auftreten, um zu hoffen, dass man findet und mal irgendwann groß wird. Ja, so wie jeder anfängt, glaube Und ich. Ja. genau, und wir haben den halt kennengelernt und sind wir abends um die Häuser gezogen und er hat eine kleine Wohnung gehabt. Und, ja, und er hat auch das Auto von seiner Mama gehabt, das er ab und zu mal benutzen durfte. Und das ist eine coole Erinnerung. Ja. Mallorca, wie es lebt und lebt zu der Zeit auf jeden Fall. Habe ich schon was mit den kiffenden Bullen? Nee, das kommt noch. Machen wir mal wieder ein Hangover. Hast du noch nicht Nein, gesagt, Hangover, aber ich frage dann mal, Kiffover. dürfen? Nee, auf jeden Fall war es lustig. Das war auch irgendwann zwischen den Feiertagen. Er hat das Auto von seiner Mama sich ausgeliehen und er ist gefahren. Kleiner, schwarzhaariger, lockiger Chilene. Sein Kumpel aus Berlin, 1,90 Meter, blonde, kurze Haare. Ich und mein Kumpel hinten im Auto, alle ein bisschen was geraucht und getrunken. Hält uns ein Motorradpolizist an. Wurde mir dann gleich erklärt, das sind die Calimeros, bezogen auf die Calimero mit Sombrero, wegen ihren weißen Helmen. Ihr kennt ja vielleicht, ich aus meinen Kinderzeiten, den Kinderfilm mit den kleinen schwarzen Küken, Du musst nicht Eierschale weiterreden. auf Ja, dem- ich kenn's auch. Es war Ja, bei mir eine ich schweif schon Serie. wieder. Ja, ich kenn's. Egal. Cool. Der hält uns an. Jetzt, ich versuche es möglichst bildlich darzustellen. So wie ihr vorstellt, was in den USA läuft, er auf dich zu von seinem Motorrad, die Knarre, das blinkende das Abzeichen, den Helm auf und wir sitzen hinten. Also ich und mein Kumpel Stefan und die beiden vorne, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, alles Scheiße. Läuft auf uns zu, sehen wir den, wie er vom Motorrad absteigt, dreht sich um und wie in so einem Hollywood-Film, Polizist mit seinem weißen Helm auf, die blaue Uniform, die blinkende Marke, läuft langsam auf uns zu. Der Jorge sagt zu seinem Kumpel, der neben dran saß, gib mir deinen Führerschein. Muss überlegen. Kleiner, schwarzhaariger Chilene, großer, blonder Deutscher. Gib mir deinen Führerschein. Und der sagt noch so, Alter, was willst du mit meinem Führerschein? Du siehst doch gar nicht aus wie ich. Sagt, nee, ist egal, gib mir den Führerschein. Er, Geldbeutel raus und der Bulle kommt immer näher. Und wir beide sitzen hinten so, die erste mehr oder weniger richtige Polizeikontrolle im Auto. Wir so, boah, ja, egal, voll gedacht, oh, jetzt kriegt man ein Problem. Und dann kommt der Polizist an das Fenster wie im Film. Führerschein und Ausweis bitte. Also auf Spanisch. Jorge
Chilene kann logischerweise Spanisch. Bla bla bla, blub blub blub, gibt den Führerschein von dem Deutschen. Echt? Oh Mann. Sein Ausweis, der Polizist guckt aufs eine drauf, guckt aufs andere drauf, guckt uns an, so Kopf rein wie in einem schlechten Film. Wo wollt ihr hin? Wir wollen nach Hause, wir haben ein bisschen gefeiert, er hat Geburtstag. Ihr fahrt jetzt nach Hause? Ja, 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 wir fahren nach Hause. Okay, ihr dürft weiterfahren. Oh mein Gott. Gebt die Papiere zurück, steigt aufs Motorrad und fährt weg. Das ist ja Alter, du klar. kamst dir vor wie so einen schlechten Hollywood-Film. Das war echt lustig. Es war ein sehr toleranter Polizist, würde ich mal sagen. Ja, wir wurden uns dann auch bewusst, dass es keine so tolle Idee war, durch die Gegend zu cruisen. Sind dann zu mir nach Hause gefahren, weil da hatten wir ja noch eine ganze Tüte voll mit Garnelen und Krabben, tiefgefroren. Aber gut, die waren ja schon aufgetaut mittlerweile. Das hatten wir vor zu grillen. Die haben wir gefunden bei der Markthalle in einer großen Mercadona-Tüte, also in einem Supermarkt, so eine große Tüte. Und da waren bestimmt, ich weiß nicht, kennt ihr diese TK-Krabben, diese Riesengarnelen, so ein Block 30, also wie DIN A4-Papier, wo die tiefgefroren drin sind. Und davon, 5, 6, 7 Päckchen, also so richtige Einige. geile Garnelen, wo du, also richtig geil, richtig die großen Riesengarnelen waren noch tiefgefroren und ein paar Krabben waren mit dabei, die waren auch noch gekühlt. Und die haben wir uns dann auf den Grill gehauen und so richtig lecker gegessen. Das sind solche Erfahrungen, weißt du, was man hier alles findet, das ist echt krass. Und ja, mit dem Finden, darauf kommen wir dann weiter, weil dann ging's ja eigentlich ging es so weiter dann mit ein bisschen Spaß haben. Wir haben einen neuen Kumpel gehabt, der kam ab und zu mal vorbei zum Seifenblasen. Wir waren zweimal waren wir bei dem beim Theater gewesen. War lustig, ein paar neue Cool, Freunde ja. kennengelernt, die auch Deutsch können und so. Ein bisschen in die Gemeinde hier reingekommen von den Deutschen, die in Palma gelebt haben. Auch mit den Künstlern. Dann auch dadurch auch Spanisch gelernt. Das ist ja ganz wichtig. Wollte ich weil gerade das war sagen, Das ja. oberste Prinzip, wenn du hier lebst, musst du auch die Sprache sprechen. Ist bei mir zumindest so. In dem Land, wo ich lebe, die Sprache muss ich sprechen und verstehen können. Absolut, man braucht aber halt auch die Hilfestellung und ich sag mal die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht in eine Schule geht, in eine Sprachschule, dass entweder das übers Englische läuft oder halt direkt Deutsch-Spanisch, ne? Ja, die Möglichkeit gibt es immer. Das ist auch der Wille, der zählt. Das Stimmt. ist ja auch so, ich höre spanische Musik. Da ist zwar auch für mich eine große Hilfe, es zu lernen. Weil man hört es ja, man sieht auch dann die Bilder von den Videos oder sonst irgendwas oder fragt seine Kumpels, wenn man kennt, welche die Deutsch und Spanisch können oder Englisch. Und durchs Aufpassen und Zuhören lernt man das ja auch. Ich meine, kennst du den Film Der 13. Krieger? Der ist ja auch Eine mit den Filmniete. Wikingern unterwegs, kann nur Arabisch, das ist mit den Wikingern, weiß Gott wie viele Wochen mit dem Schiff unterwegs und plötzlich kann er denen ihre Sprache sprechen. Ja. Ja, er hat zugehört. Das darfst du nicht vergessen. Das ist ein wichtiger Punkt, absolut. Und ich meine, man kann auch die Sprache ja schon lernen, doof gesagt, wenn man in Mercadona rumläuft. Sehr gut, Klar. weil das ist Man darf nicht, selbsterklärend. man darf nicht nach Cojones fragen, nur nach Huevos. Außer der Matador hat verloren, dann gibt's Cojones. Das ist auf jeden Fall immer ein schmerzhaftes Ende, wenn es Cojones gibt, sagen wir es mal so. Und in dieser Folge und bei diesem Rückblick fassen wir uns dann auch etwas kürzer wegen dem Interview mit Gerlinde und würde sagen, wir machen dann beim nächsten Rückblick da weiter. Und da haben wir ja schon einiges gehört, was sehr interessant klingt. Unsere treuen Zuhörer kennen das dann auch schon. Nach dem Ende des Rückblicks ist auch das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Mal haben wir ein nicht angekündigtes Interview dann aber auch wenigstens für euch abgeliefert und zustande gekriegt. Ich fand es sehr spannend und ich möchte mich dann auch an dieser Stelle bei Gerlinde natürlich nochmal recht herzlich bedanken und auch bei Jens und freue mich wirklich, dass wir da auch mal eine Einschätzung und einen Blickwinkel von jemand bekommen haben. An dieser Stelle überlasse ich dann Jens auch wieder das letzte Wort, fasse mich kurz, hasta luego und bis bald. Also ich bedanke mich erstmal bei der Gerlinde als erstes. Ich weiß noch nicht, was sie erzählt hat. Ich war bei dem Interview nicht dabei. Ich habe Fußball geguckt und habe gedacht, ich lasse die beiden mal alleine machen und mich überraschen. Also ich erfahre auch erst am Mittwoch, was
die Oh, beiden da weia. getuschelt haben miteinander. Dann danke ich dir natürlich, wie immer, dass du hierher gekommen bist. Und selbstverständlich danke ich auch wieder allen Gestrandeten auf unserem Podcast. Nett, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sagen wir dann tschüss, bis bald. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.